dass jeden Tag allein auf den U-Bahnhöfen in Berlin ungefähr 10 Kilogramm Heroin umgesetzt werden. Jeden Tag? Jeden Tag. Nee, das Ding nehme ich nicht alleine auf meine Kappe. Ja, ich mache eine umfassende Aussage. Aber dann geht's Wir sind was das größte Geheimnis, was ihr habt. Wir sind aber ein Bund mit Geheimnissen. Das ist richtig. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Schnitzelguss to Hollywood. Heute mit Sascha Hohner. Ich habe hier einen ganz, ganz interessanten Gast heute, weil er war nicht nur bei der Police Investigator, also nicht nur bei der Polizei aktiv und hat dort viel gemacht, sondern ist auch sozial engagiert. Unter anderem als Obermeister bei den Odd Fellows, die wiederum andere Projekte sozial unterstützen. Herzlich willkommen. Hallo. Starten wir mal direkt mit der ersten Frage. Du warst ursprünglich mal beim Drogendezernat, quasi Breaking Bad, DEA. Kann man so vergleichen, oder? Ja, kann man so vergleichen. Hast du die Serie gesehen? Zweifach. Und was ist der Unterschied zum deutschen Drogendezernat? Das deutsche Drogendezernat ist natürlich nicht ganz so actionlastig, um das mal so zu sagen. Also natürlich muss man da so ein bisschen den ganzen Hollywood-Bombast so ein bisschen rausrechnen. Aber im Grundsatz ist die Serie Breaking Bad Tatsache gar nicht so unrealistisch dargestellt. Das heißt, du hast auch schon mal so einen Wohnwagen hochgenommen? Tatsache nicht, weil ich selber kein Methamphetamin gemacht habe, also keine synthetischen Drogen, die ja in so einem Labor hergestellt werden. Ich war eher spezialisiert auf Heroinhandel, Kokainhandel. Das ist aber schon schlimm genug. In Berlin ist es definitiv schlimm genug, wenn man sich überlegt, dass jeden Tag allein auf den U-Bahnhöfen in Berlin ungefähr 10 Kilogramm Heroin umgesetzt werden. Jeden Tag? Jeden Tag, ja. Und man bedenkt, dass im Schnitt das Gramm Heroin, das ist jetzt schon ein bisschen näher, als ich da war, aber zu meiner Zeit kostete das Gramm Heroin im Schnitt so zwischen 10 und 20 Euro. Mal 10.000, dann weiß man, wie viel Geld jeden Tag auf Berlins U-Bahnhöfen an Rauschgift umgesetzt wird. Plus das natürlich, was außerhalb der U-Bahnhöfe verkauft wird. Plus das, was außerhalb verkauft wird, ja. Da tun sich Abgründe auf. Da du mir hier einige Fragen über meinen Beruf stellst, muss ich aber ganz klar voranstellen, dass ich hier nicht im Namen der Polizei Berlin spreche, sondern ich spreche hier Tatsache als Privatperson, der aus seiner beruflichen Erfahrung schildert. Die Dinge, die ich vielleicht darstelle, sind nicht unbedingt verifiziert, sondern eher ein subjektives Gefühl aus meiner Berufserfahrung heraus. Also das, was ich hier über meine Arbeit sage, ist wirklich das, was ich als Privatperson sagen würde und spiegelt in keinster Weise die allgemeine Meinung der Polizei Berlin dar. Gibt es denn da irgendeinen Einsatz, der dir besonders im Gedächtnis geblieben ist? Ach, da gibt es so viele. Da könnten wir Nimm mal ein Highlight. Einen ganzen Abend machen. Ja, also mein absolutes Highlight war Tatsache ein sehr umfangreiches Ermittlungsverfahren, was allerdings am Rande nur mit Kokain, Heroin zu tun hatte. Das war so ein Baby, was ihm durch Zufall in den Schoß gefallen ist. Es gab Festnahmen in einem anderen Fall und der eine Täter, das war ein holländischer Staatsbürger oder ein niederländischer Staatsbürger, muss man ja korrekterweise sagen, der hat, nachdem alle seine Mittäter mit dem Finger auf ihn gezeigt haben, dass er der Böse ist, gesagt, nee, das Ding nehme ich nicht alleine auf meine Kappe, ja, ich mache eine umfassende Aussage. Und dann hat er sich an uns gewandt über seinen Rechtsanwalt und hat Tatsache eine Lebensbeichte abgelegt, wie wir das so sagen im Polizeijargon. Hat also wirklich alles uns erzählt, Ross und Reiter benannt. Das waren Vernehmungen, die gingen, glaube ich, über 12 oder 14 Tage, jeden Tag 8 bis 10 Stunden. Und daraus haben wir dann quasi einen Ermittlungskomplex konstruiert. Und am Ende des Tages hatten wir 26 Beschuldigte, 26 Haftbefehle, 30 Durchsuchungsorte.
Das musste alles an einem Tag zu einem zentralen Zeitpunkt dann durchgeführt und umgesetzt werden. Das war eine Monsterplanung, ein riesen logistischer Aufwand. Und ich hatte dann an dem Tag quasi 500 Polizeibeamte unter mir im Einsatz. Wow. Natürlich war ich auf dem Papier nicht der Leiter, dafür bin ich viel zu flach in der Hierarchie, aber faktisch war es so, weil ich habe den Einsatz mit meinem Teampartner geplant, vorbereitet und dann haben wir natürlich immer einen Vorgesetzten, der nochmal das letzte Go geben muss für alles. Aber wir haben es dann gemacht, das war dann durchaus erfolgreich, es sind alle 26 auch auf der Anklagebank gelandet. Das Gerichtsverfahren alleine hat 1,5 Jahre dann gedauert. Ich selber war 10 Tage ungefähr im Zeugenstand, von morgens bis nachmittags. Mein Teampartner noch viel länger, ich glaube, der war 14 oder 16 Tage im Zeugenstand. Und es sind dann letztendlich auch alle verurteilt worden, bis auf einer, der schon etwas älter war und dann in einer Untersuchungshaft leider schon verstorben war. Oh. Ja. Oh, wow. Was wurde dann da genau gefunden? Was für eine Drogen waren das und wie konntet ihr das denn nachweisen, wenn ich fragen darf? Also wir hatten aufgrund der Aussagen unseres, ich nenne ihn jetzt mal Kronenzeugen, auch wenn das nicht ganz korrekt ist juristisch, aufgrund dessen Aussagen haben wir eine Wohnung zuordnen können. Und zwar muss ich da ein bisschen ausholen. Da ist, während wir noch diese Vernehmungen gemacht haben, rief irgendein Bürger, die Polizei, Mensch, hier ist eine Wohnung, da steht die Tür offen. Und dann sind die Kollegen da rein und haben da drin mehrere Kilo Kokain, Marihuana, ich glaube auch Ecstasy-Pillen aufgefunden. Das konnte aber keinem zugeordnet werden. Und durch die Vernehmung konnten wir dann retrograd diese Wohnung auch Tätern zuordnen. Das waren nämlich Menschen, gegen die unser Zeuge ausgesagt hat. Das war so ziemlich das einzig wirklich physische Rauschgift, was wir dann hatten. Alles andere, was wir aufgrund der Zeugenaussagen im Endeffekt belegen konnten, nämlich, ich glaube, das waren 380 Kilo Marihuana, 20 Kilo Kokain, 15 Kilo Heroin. Das war alles nur aus Erzählung. Wir hatten es also nicht physisch vor Ort, haben allerdings dann aufgrund unserer Durchsuchungen, die wir gemacht haben, das insofern belegen können, dass wir an den Orten, wo die Großplantagen fürs Marihuana, das waren also wirklich große Scheunen und Industriehallen, in denen das angebaut worden ist, da haben wir dann durchsucht und haben in dem umliegenden Erdmüll Tatsache die Pflanzenreste noch gefunden und konnten die dadurch nachweisen und damit war es dann im Endeffekt auch belegt. Wow. Ja. Und als ihr das konfisziert hatte, kleiner Spaß am Rand, habt ihr erstmal eine große Party gemacht, oder? Die haben wir Tatsache gemacht, allerdings ohne die Drohung. Mist, hätte ja klappen können. Ja. Hinter jedem Fall stehen natürlich auch immer Menschen. Wie hast du die menschliche Seite bei der Drogenkriminalität erlebt? Also ich habe immer auch den Menschen gesehen. Es gibt viele Kollegen, die sagen, das ist ein Verbrecher, Punkt aus. So. Ich habe mir immer die Frage gestellt, wie hättest du in derselben Lebenssituation agiert? Wenn ich jetzt von Drogenhändlern auf U-Bahnhöfen, was ja eigentlich mein Hauptmetier war, spreche, habe ich immer gedacht, so, die meisten sind halt irgendwelche asylbegehrenden Menschen, ja, die also nicht aus diesem Land kommen, hier Unterschlupf suchen und dann dadurch straffällig werden. Und dann habe ich mir auch immer überlegt, tja, wie hättest du in der Situation reagiert? Du kommst hierher, bist asylbegehrend, sitzt in irgendeinem Asylheim, darfst nicht zur Schule gehen, du darfst nicht arbeiten gehen. Was machst denn du den ganzen Tag? Du langweilst dich. Und wenn man das so mal auf seine Kindheit vielleicht so ein bisschen projiziert, was haben wir als Kinder gemacht, wenn wir Langeweile gehabt haben? Wir haben Mist gebaut. So, ja. Und die Jungs und Mädels haben dann halt Drogen verkauft. Sie sind reingeraten in diese Community, haben gesehen, oh, da kann ich mir ein bisschen Taschengeld dazu verdienen, vielleicht sogar so viel, dass ich meiner Familie in der Heimat auch noch Geld schicken kann. Naja, warum soll ich denn das nicht machen? So. Und so bin ich grundsätzlich auch immer mit den Leuten ins Gespräch gegangen. Das heißt natürlich, man hat meist eine Festnahme dieser Menschen,
Mal haben wir sie selber durchgeführt, mal sind sie von anderen Einheiten festgenommen worden. Letztendlich haben sie vor mir gesessen auf dem Stuhl für eine Vernehmung. Und dann war es für mich immer wichtig, eine Beziehung aufzubauen, den Menschen auch zu würdigen, wäre jetzt zu hochgegriffen, aber den Menschen auch zu sehen und ihm das auch zu vermitteln, dass er für mich eigentlich ein total normaler Mensch ist. Und er hat halt keine Oma auf den Kopf geschlagen und mir die Handtasche zu rauben. Das ist eine andere Kategorie in meinen Augen. Und dadurch ist man gut ins Gespräch gekommen. Und die meisten, mit denen ich es zu tun hatte, die dann hinterher auch ins Gefängnis gewandert sind, haben sich nach der Vernehmung bei mir bedankt, dass ich sie so fair behandelt habe. Und das war mir immer wichtig. Und das kam wirklich vom Herzen oder war das so guter Bulle, böser Bulle, dieses Spiel? Das Spiel guter Bulle, böser Bulle, das funktioniert heute kaum noch. Also weil die meisten kennen es halt. Von daher, nein, es war schon jetzt vom Herzen, ja, vom Herzen, kann man so sagen. Du warst aber ja nicht nur im Drogendezernat, du warst ja auch beim Menschenhandel oder halt Prostitution, würde man jetzt im Alltag sagen. Das sind natürlich ganz besonders belastende Themen. Kannst du mal so einen kurzen Überblick geben, wie geraten solche Menschen in die Prostitution und was können die Betroffenen tun, wenn sie dann in so einer Situation sind? Da gibt es genauso zahlreiche Geschichten, wie es Prostituierte gibt. Ich habe das 8 Jahre lang gemacht. Ich habe in den 8 Jahren ca. 6.000 Prostituierte sprechen können dürfen. Kennengelernt wäre jetzt zu hochgegriffen. Man lernt sich ja nicht wirklich kennen durch ein Polizeidelinquentengespräch in irgendeiner Art und Weise. Aber habe auch oftmals mir die Frage erlaubt, wieso machst du das eigentlich? Und da gibt es ganz verschiedene Geschichten. Da gibt es die eine Frau sagt zu dir, ich verdiene halt gutes Geld. Die nächste sagt, ich habe halt gern Sex, warum soll ich mir es nicht bezahlen lassen? Die nächste sagt natürlich, ich hatte keine andere Möglichkeit, weil ich keinen anderen Job gefunden habe. Also es gibt da unwahrscheinlich viele Varianten. Und natürlich gibt es auch die schlimmen Dramen, wo Frauen in den Job gelockt werden unter anderen Vorwänden. Meistens sind es dann eben ausländische Prostituierte, die aus anderen Ländern hierher kommen, vorgegaukelt bekommen, sie würden ja als Au-pair-Mädchen arbeiten, als Küchenhilfe, Kindermädchen, was auch immer. Und dann aber in das Milieu gedrängt werden. Und das sind natürlich dann die wirklich schlimmen Themen, also die ersten, die ich genannt habe. Gut, die machen es halt freiwillig, ist halt ein Job wie jeder andere für die, auch wenn es jetzt für den Normalbürger ein bisschen befremdlich klingt. Prostitution gibt es halt schon so lange, wie es die Menschheit gibt. So, ne? Also das wird man nie verbieten können, man wird es nie, also verbieten kann man schon, aber man wird es nie ausrotten können, es wird immer stattfinden. Aber wie gesagt, diese Zwangsgeschichten sind dann natürlich die schlimmen Schicksale, die man mitbekommt. Und da findet sich dann auch für mich das Befriedigende in der Arbeit. Nicht, dass ich jetzt vielleicht jemand für 5 Jahre hinter Gitter bringe, sondern dass man dann wirklich einem Menschen geholfen hat, ihm eine Perspektive gegeben hat, ihm gezeigt hat, dass es auch anders gibt, andere Menschen gibt, die einem hilfreich zur Seite stehen. Und wenn das dann von diesen Menschen auch erkannt wird, dann ist das so eine Art der Dankbarkeit, die nicht mal ausgesprochen werden muss. Die spürt man einfach. Und ich sage immer, für alles andere gibt es Wiese. Ja, dann fokussieren wir uns mal auf die negativen Fälle. Nicht, weil ich mich gerne auf negative Nachrichten oder sowas, aber es ist ja dann doch schon interessant. Du hast gesagt, die werden als Au-pair hergelockt, sind eher aus dem Ausland, kommen dann hierher, werden dann zur Prostitution genötigt, gezwungen vielleicht sogar? Gezwungen, richtig gezwungen. Gab es Begegnungen dann mit Opfern, mit solchen Menschen, die dich bis heute begleiten? Grundsätzlich begleiten einen alle immer irgendwie, weil es immer ein menschliches Schicksal dahinter steckt. Es bleiben allerdings immer nur so einige wirklich brennend im Gedächtnis, wo man jetzt sagt, da erinnert man sich ein Leben lang dran. Also ich kann mich an eine Situation erinnern, da hatten wir einen Hinweis aus der Szene bekommen, dass es in einer Straße in Berlin, Tempelhof, eine Wohnung gibt, wo 2 Frauen sind, die zur Prostitution gezwungen werden, Dinge machen müssen,
die ich jetzt hier vor der Kamera nicht unbedingt sagen kann und das nicht wollen. Wir haben dann sofort reagiert, haben gesagt, alles klar, wir haben uns einen Staatsanwalt gesucht, der hat uns einen Durchsuchungsbeschluss mündlich ausgestellt sozusagen. Hat gesagt, gehen Sie hin, durchsuchen Sie wegen Gefahr im Verzuge. Wir sind dann rein in die Wohnung und haben Tatsache dort zwei, es waren lettische Frauen. Das war noch zu Zeiten, wo die EU-Osterweiterung noch nicht durch war. Das heißt also, die waren damals illegal gewesen. Zwei lettische Frauen, die da in dieser Wohnung in ihren Dessous saßen. Es war gerade auch ein Kunde zugegen, den wir dann auch gleich mit festgenommen haben. Und die Praxis war dann immer so, dass wir die Frauen nicht gleich mit zu uns genommen haben, weil die schwerst traumatisiert sind. Das war uns immer klar, das wussten wir. Das heißt also, wir haben das festgestellt, wir haben sofort eine NGO angerufen, also eine Non-Government Organization, die sich genau um solche Frauen halt kümmert, um traumatisierte, gewalterfahrene Frauen. Die Damen von der NGO sind dann immer zum Einsatzort gekommen und wir haben die Frauen dann an die übergeben sozusagen. Die haben die mitgenommen, haben die untergebracht in einem Frauenhaus, haben die dann auch psychisch ein bisschen aufgepäppelt und so weiter und so fort. Und erst wenn die Frauen dann so weit stabil waren, das konnte bis zu 3 Monaten dauern, haben wir sie dann zu uns zur Dienststelle gebeten, um dann ihre Aussage zu machen. So, und diese Frauen, die haben wir dann rausgeholt aus der Wohnung. Ich habe sie mit zu mir in den Dienstwagen genommen, da reingesetzt, um sie aus dieser Wohnung zu kriegen und auf die Dame von der NGO zu warten. Habe dann im Dienstwagen mit einer Dolmetscherin zusammengesessen. Und eine der beiden Frauen sagte dann was in ihrer lettischen Heimatsprache, was ich natürlich nicht verstand. Und dann habe ich die Dolmetscherin gefragt und ich sage, was hat sie denn jetzt gesagt? Und die sagte, sie hat ihnen einfach nur gedankt, dass sie sie rausgeholt haben. Und auch das war natürlich ein Gänsehautmoment, auch für einen erfahrenen Polizeibeamten. Und sowas bleibt natürlich im Kopf. Ja, und da merkt man kann mit seinem Job dann doch was Gutes tun. Ja. In Berlin ist es ja gerade so, zumindest nehme ich das so wahr, dass sehr, sehr viele Menschen auf die Polizei schimpfen. Wenn man jetzt aber auf der anderen Seite solche Geschichten hört, dass ihr solchen Menschen helft, ist es ja eigentlich viel wichtiger, das auch anzuerkennen in der gesamten Gesellschaft. Was wünschst du dir, was die Öffentlichkeit besser über diese Art von Arbeit verstehen sollte? Also das muss man vielleicht ein bisschen differenzieren, weil ich glaube, die Menschen, die schimpfen nicht auf uns Kriminalpolizisten vom Landeskriminalamt, weil wir ja gemeinhin nicht in der Öffentlichkeit groß auftreten. Worauf die Menschen, glaube ich, meistens schimpfen, sind die Kollegen in Uniform, die auf Streife ihren Dienst versehen, die auch mal ein Verkehrsticket schreiben, vielleicht auch mal einen Gewerbetreibenden darauf hinweisen, dass er vielleicht seine Tische und Stühle nicht auf den Gehweg zu stellen hat. Auf die schimpfen die Leute. Die Leute schimpfen auf die Kollegen, die im Einsatzanzug bei Demonstrationen eigentlich für Sicherheit sorgen, dann beschimpft werden, angegriffen werden teilweise. Man kennt das vom 1. Mai oder anderen Großveranstaltungen. Und sich dann auch natürlich zur Wehr setzen, um die Macht des Staates einfach in dem Fall auch mal durchzusetzen. Ne? Dafür sind sie ja da. Das ist ihr Job. Damit verdienen sie ihr Geld. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen, die so viel schimpfen, einfach auch die Menschen hinter der Uniform sehen. Weil in jeder Uniform steckt ein Individuum. Das sind nicht alles Roboter, das sind nicht alles willenlose Menschen irgendwie, sondern das sind Familien, Väter und Mütter, das sind Brüder, Schwestern, Söhne, Töchter. Es sind alles, die alle irgendwie auch nach ihrem Dienst gerne gesund nach Hause kommen möchten, ohne Verletzung. Und das sollte man sehen. Mhm. Es geht ja auch das Gerücht, um jetzt mal ein kurzer Abschweifer, jetzt wo du das so sagst, dass viele sagen, dass besonders eben junge Leute, unerfahrene Leute in Uniform, vielleicht sogar gewaltbereite Leute in Uniform, gerade die werden dann zum Beispiel bei Demonstrationen eingesetzt. Hast du das irgendwie mal erlebt oder kann man da irgendwas zu sagen? Oder ist das jetzt einfach nur ein Gerücht, was hier so in Berlin rumgeistert? Es ist ein Gerücht. Punkt. Also es gibt ja kein Kriterium,
in dem bei uns in der Behörde irgendwie ausgesiebt wird, der ist gewaltbereit, den stecken wir mal in die Einheit. Das ist eher ein Friedlebender, der kann mal hier irgendwie Bürodienst schieben. Das gibt es nicht. Einen Kaffee kochen. Ja, das ist voll der Blödsinn. Okay. Gut. Du hast gerade gesagt, Polizeiarbeit bedeutet auch Gefahr. Unverletzt nach Hause kommen ist wahrscheinlich von allen uns Menschen mit das höchste Gefühl, was wir durch den Tag tragen. Was ganz Persönliches, gab es Momente, in denen du Angst hattest? Ja, viele. Also wer ohne Angst in einen polizeilichen Einsatz geht, der ist schon im Nachteil. Weil Angst schafft auch Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit schafft Sicherheit. So. Und es ist natürlich nicht so eine Angst, die kann man jetzt nicht vergleichen mit einer Angst vor Spinnen oder, keine Ahnung, einer Angst vor engen Räumen oder so, sondern das ist eine professionelle Angst, mit der man lernt umzugehen. Jeder Einsatz ist anders. Jeder Einsatz birgt seine eigenen potenziellen Gefahren. Wenn man sich dessen aber immer bewusst ist und immer weiß, hinter der Tür kann jetzt sonst was sein, dann bin ich aufmerksam. Mhm. Und dann gehe ich ganz anders ran an die Sache. Und dann mache ich meinen Job zu 150% und nicht nur zu 100%. Ja, weil meine Sicherheit ist mir am wichtigsten in erster Linie. Ich habe mal einen alten SEK-Beamten gehabt, bei dem ich irgendwie ein Schießtraining hatte oder so, mit dem wir dann auch ein bisschen geredet haben. Und der hat mal zu mir gesagt, weißt du was, mir ist eine warme Gerichtsbank immer noch lieber als ein kaltes Leichenschauhaus. Und das habe ich immer mir auch beherzigt, weil er damit einfach recht hat. Gibt es denn in diesen Situationen besondere Rituale, die man vorher macht oder gewisse Dinge, die man sich immer wieder ins Bewusstsein oder ins Herz ruft, die einem Halt geben in solchen Extremsituationen? Ich glaube, das kann man nicht pauschal sagen. Ich persönlich stecke mir zum Einsatz immer eine Münze mit dem heiligen Michael ein. Das ist ja der Schutzpatron der Polizeibeamten unter anderem. Da habe ich mir mal aus Amerika so eine Münze bestellt, so eine Ziermünze. Habe ich 2 Stück auf meinem Schreibtisch liegen und wenn ich dann in den Einsatz gehe, schnappe ich mir eine, stecke die in die Hosentasche oder Westentasche oder was auch immer. Die habe ich immer bei mir. Toll. Das heißt, du bist auch ein gläubiger Mensch. Ja. Hat dieser Beruf dich denn verändert, also jetzt im Vergleich zu dem Mensch, der bei der Polizei angefangen hat zu arbeiten und jetzt, sagen wir mal, Stichtag heute, hat es dich verändert und wenn ja, wie hat es dich verändert als Menschen? Natürlich hat es mich verändert, absolut. Keine Frage. Also das ist allerdings relativ schwer zu beantworten, weil wie war ich, bevor ich Polizeibeamter wurde? Ich war halt ein Schüler. Ich war jung, naiv, vielleicht auch ein bisschen. Ich hatte in meiner Jugend so gut wie keine Gewalterfahrung in irgendeiner Art und Weise. Ja klar, mal eine Rauferei auf dem Schulhof irgendwie, wo man auch mal verloren hat. Aber das war nie so für mich irgendwie wichtig oder so. Also dann bin ich in den Polizeidienst gegangen, natürlich mit meiner Naivität, habe das Studium begonnen, habe nach dem ersten halben Jahr gedacht, du bist hier völlig falsch, weil so viel juristische Geschichten, Staats- und Verfassungsrecht und ach, was wir alles für Fächer hatten. Ich immer gedacht habe, ich bin für Polizeibeamter werden und kein Rechtsanwalt oder Richter. Bin dann aber in die Praktika gegangen. Also man hat das Studium und nebenbei hat man dann Praxissemester auf verschiedenen Dienststellen. Da habe ich dann die Polizeiarbeit so ein bisschen kennengelernt. Also ich habe auch einen relativ schlechten Studienabschluss gemacht, gebe ich offen zu, weil ich auch nicht so ein Theorietyp bin. Und bin dann erst aufgeblüht, als das Studium vorbei war und ich wirklich angefangen habe, richtig zu arbeiten. Und ja, ich bin auch in meiner polizeilichen Laufbahn habe ich mich natürlich verändert. Also früher, vor 20 Jahren, jeder Einsatz mit einer Ramme durch eine Tür, war ich der Erste, der vorne stand und der sich freiwillig gemeldet hat und gemacht und getan hat und immer Action und das musste immer was passieren und los und jede Blaulichtfahrt war wie Geburtstag und Weihnachten zusammen. Heute mache ich das auch noch, wenn es notwendig ist. Ich kann aber darauf verzichten. So. Und
das ist, glaube ich, das fasst es ganz gut zusammen. Man wird über die Jahre wesentlich ruhiger in seinem Wesen. Das gilt aber wahrscheinlich für alle Lebensbereiche, oder? Bestimmt. Sehr gut. Du bist ja jetzt heute auch der Chef, der Obermeister der Oddfellows in Berlin. Welche Werte der Oddfellows spiegeln dein Leben am stärksten wider? Kleine Korrektur. Ich bin nicht der Chef oder Obermeister der Logen in Berlin, sondern einer Loge aus Berlin. Also wir sind ja 5 Logen hier in Berlin von den Oddfellows. Und einer Loge bin ich als sitze ich vor. Also ich bin Vorsitzender. Chef ist ein bisschen flapsig. Welche Werte der Oddfellows spiegeln mein Leben wider? Ehrlichkeit, Offenheit im Geist und Mitmenschlichkeit. Ja. Und für die Zuschauer, die das jetzt noch nicht wissen, was sind die Oddfellows eigentlich? Die Oddfellows sind ein weltweiter Orden, wobei Orden ja immer relativ schnell kirchlich verstanden wird, was es Tatsache nicht ist. Wir sind kirchlich ungebunden, also konfessionell neutral. Wir sind politisch neutral. Bei uns kann jeder zwar seine politische Meinung haben, die spielt aber in unserem Oddfellow-Sein keine Rolle. Wir sind ein philanthropischer Verein, würde ich jetzt mal sagen. Wir versuchen, die Welt ein bisschen besser zu machen durch dem, was wir tun. Sei es durch finanzielle Spenden, sei es durch Manpower, die wir spenden bei verschiedenen Dingen. Sei es dadurch, dass wir einfach untereinander auch gute Gespräche führen, Freundschaft pflegen, dass wir uns gegenseitig oder miteinander auch weiterbilden in vielen verschiedenen Bereichen. Das sind die Oddfellows. Was bedeutet jetzt, wo du hier in den Oddfellows ja auch Verantwortung übernommen hast, Führung für dich heute? Ja, das ist eine ganz interessante Frage, weil meine Führung im Bereich der Oddfellows, ich bin ja nun schon seit 8 Jahren insgesamt Obermeister, also eine relativ lange Zeit, habe 2, 3 Jahre Pause dazwischen gemacht, dann das Amt nochmal angenommen, war auch so ein bisschen ausschlaggebend, mich auf Führungspositionen bei mir im Beruf zu bewerben, wo ich dann auch immer argumentieren konnte. Also ich führe hier ja schon 30 Menschen in gewisser Weise, natürlich ein bisschen anders als bei der Polizei, das ist gar keine Frage. Aber habe dadurch natürlich meine Führungserfahrung sammeln können. Und die Führung hier spiegelt sich für mich wieder insofern, dass ich natürlich mehr als jeder andere bei mir in der Loge hier arbeite, weil ich ganz viel auch außerhalb des normalen Logenabends, den wir haben, arbeite. Ich sitze oft zu Hause, ich mache mir Gedanken, wie kannst du den Verein noch weiter nach vorne bringen, wo kannst du vielleicht ein bisschen was modernisieren, wie kannst du vielleicht den einen oder anderen mal motivieren, ein bisschen mehr zu tun. Also meine Frau beschwert sich zwar immer ein bisschen drüber, aber es ist mein absolutes auch Hobby, muss man sagen. Ne? Der eine sammelt Eisenbahnen, der nächste sammelt, keine Ahnung, Aufkleber oder irgendwelche Figürchen. Und für mich ist das Hobby halt die Loge Tatsache. Es ist ein ganz, ganz großer Teil meines Lebens. Ja, und das schon sehr, sehr lange. Ja, wenn ich jetzt ein Interessent wäre und ich würde euch einfach mal in irgendeiner Form kennenlernen wollen, was gibt es da für Möglichkeiten, wo man unverbindlich einfach mal euch die Hand schütteln kann? Da gibt es viele. Geh auf unsere Webseite, schreibe mir eine E-Mail, ich habe Interesse, lass uns mal treffen. Dann kann man sich hier im Haus bei uns treffen. Ich treffe mich auch mit Interessenten mal außerhalb des Hauses, einfach irgendwo ganz neutral, auf neutralem Boden, wenn das gewünscht ist. Also da lasse ich mich eigentlich auf alles ein. Und dann unterhält man sich mal und dann erzähle ich ein bisschen was von der Loge und dann lasse ich mir mal ein bisschen was von den Erwartungen erzählen, die derjenige vielleicht hat, um vielleicht das eine oder andere direkt zu entschärfen oder auch die eine oder andere Erwartung zu nehmen. Wir können ja nicht alles bieten, was die Menschen von uns vielleicht erwarten. Und wenn man dann irgendwo den Konsens findet und beide zueinander dann sagen, komm doch mal zu einem normalen Logentreffen, dann kann derjenige oder diejenige gerne uns dienstags abends hier besuchen und mal so ein bisschen Logenluft schnuppern, um das mal zu sagen, ein bisschen teilnehmen,
Sicherlich kann man noch nicht an allem teilnehmen, aber zumindest kann man mal die Leute kennenlernen, was ganz, ganz wichtig ist, denn ich entscheide ja nicht darüber, ob jemand hier in diese Loge aufgenommen wird. Das tut die Loge Tatsache gemeinsam. Ja. 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 Also der Weg hierher ist eigentlich ganz einfach. Kontakt aufnehmen, melden, sagen, ich habe Interesse und dann findet sich alles Weitere. Finde ich gut. Und gibt es denn so besondere Veranstaltungen, wie zum Beispiel die Hall of Fame, wo man als Interessent hinkommen kann, um sich das mal anzuschauen, wie ihr hier wirkt oder eben Armut eine Stimme geben, sag ich mal als Stichwort? Also, wenn du jetzt die Hall of Fame ansprichst, das ist ja tatsächlich eigentlich eine Veranstaltung für geladene Gäste. Da ist es dann immer relativ schwierig. Ich versuche, Menschen, die interessiert sind, wo ich auch merke, dass sie wirklich starkes Interesse haben, die kriege ich da immer noch mal unter. Das ist nicht so das Problem. Wenn jetzt aber 100 kommen, dann wird es ein bisschen schwieriger, weil, wie gesagt, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Da gibt es auch Einladungskarten, die nummeriert sind und so weiter und so fort. Aber sicherlich eine Veranstaltung, die wirklich, wirklich sehenswert ist. Und wie gesagt, wer Interesse hat, den kriege ich da schon irgendwie unter. Wenn wir außerhalb des Hauses Veranstaltungen begleiten, wir sind ja mit einer der Sponsoren für die Initiative Armut eine Stimme geben. Die Initiative unterstützen wir seit langen Jahren, finanziell und auch mit Arbeitskraft und Arbeitseinsatz. Das ist vielleicht, um uns kennenzulernen, vielleicht nicht so der geeignete Rahmen, weil wir da natürlich für andere arbeiten in dem Moment. Und dann natürlich auch die Zeit eventuell fehlt, um sich wirklich über das Thema Loge mal zu unterhalten. Ja. Aber es gibt durchaus andere Veranstaltungen. Ich sag mal so, wir haben im letzten Jahr einige Spirituosen-Tastings durchgeführt, wo man als Gast hinkommen konnte. Und dann hat man hinterher natürlich immer noch Zeit und Lust, vielleicht sich über das Thema Loge zu unterhalten. Wir haben öffentliche Vorträge, wo Referenten von außerhalb kommen und uns was erzählen. Wir hatten jetzt den Prinz von Preußen gerade bei uns im Haus zu Gast. Da waren auch viele Gäste anwesend, wo man sich dann nach dem Vortrag auch gerne mal über das Thema Loge unterhalten kann. Wir werden im Mai noch den Arno Funke bei uns haben, einigen bekannt unter dem Namen Dagobert, ehemaliger Kaufhauserpresser, der mal ein bisschen was von sich noch mal erzählen wird. Da werden auch Gäste da sein, wo man sich dann natürlich im Anschluss an den eigentlichen Vortragsabend gerne noch mal zusammensetzen kann, über das Thema Loge unterhalten kann. Also so eine Events sind dann, glaube ich, schon eher sinnhafter, als das bei der Hall of Fame zu machen oder wenn wir mit Armut eine Stimme geben, eine Aktion haben. Genau, noch was Persönliches. Wie bist du eigentlich zur Concordia Loge hier in Berlin gekommen? Ich bin tatsächlich einer der wenigen Menschen, die hierher gekommen sind, weil mein Vater hier Mitglied war. Das war dann immer, war natürlich noch jünger und Schüler oder Abiturient. Und dann hat sich mein Vater mal dienstags seinen Anzug angezogen, seine Krawatte angezogen. Wir hatten damals noch strengere Kleidervorschriften. Oder mal sein Smoking angezogen. Und ich habe ihn dann mal so ein bisschen gepiesackt, so, na, gehst du wieder zu deiner Sekte und so, und dann mit den Augenzwinkern. Und er hat das mal nie kommentiert. Und dann irgendwann, als er der Meinung war, dass ich alt genug war und die Reife dafür hatte, hat er gesagt, du, komm doch einfach mal mit. So, und dann bin ich hier mitgegangen. Ich gesagt, klar, warum nicht? So, und dann bin ich mitgegangen. Kannte den einen oder anderen schon natürlich von einer privaten Feier von meinen Eltern irgendwie. Also ich bin hier nicht ganz in einen fremden Kreis reingekommen. Habe mir das mal angehört. Und für mich war das Faszinierende und der Hauptgrund, warum ich dann dabei geblieben bin, nicht etwa mein Vater, sondern die Tatsache, dass ich da als im Vergleich zu den anderen ein relativ junger Mensch auch Gehör geschenkt bekommen habe. Also die Menschen haben mir zugehört, haben mich auch um meine Meinung gefragt, haben auch meine Meinung respektiert, obwohl sie vielleicht 20, 30, 40 Jahre mehr Lebenserfahrung hatten. Und das war ein Charakterzug, wo ich gesagt habe, hier sagt keiner zu dir, na, werd erst mal trocken hinter den Ohren oder verlier mal die Eierschalen. Na? Sondern nein, du wirst hier als souveräner, vollwertiger, ausgewachsener Mensch akzeptiert. Und das hat mich letztendlich dazu bewogen, dabei zu bleiben. Was bedeutet da aber dementsprechend, ist ja quasi auch eine Form von Brüderlichkeit. Einen Bruder kannst du ernst nehmen, egal ob er jünger oder älter ist. Was hat denn die Brüderlichkeit hier in der Concordia Loge für einen Stellenwert?
einen extrem hohen. Also grundsätzlich muss man ja, wenn man Odd-Fellow werden möchte, egal wo, an ein höchstes Wesen glauben. Wie das für einen persönlich heißt, das ist egal. Ob ich an Gott glaube, ob ich an Buddha glaube, ob ich an den Propheten Mohammed glaube oder an Allah glaube oder ich weiß nicht, wie die ganzen Gottheiten heißen, der ganzen Religion, ist uns egal. Der Grundsatz ist, ich glaube an ein höchstes Wesen, den Erhalter des Weltalls. Und davon abgeleitet, dass wir auch alle von diesem Wesen abstammen, sind wir eigentlich alle verwandt und alle irgendwo Schwestern und Brüdern. So. Und das ist ja der Grund, warum wir uns auch mit Bruder oder Schwester ansprechen. Also im Logenleben. Ne? Das ist mein Bruder Sascha oder mein Bruder Ralf oder wie auch immer. Und die Brüderlichkeit ist natürlich ganz, ganz wichtig, um auch die Freundschaft und die Nächstenliebe zu pflegen. Ja, wenn ich mir nicht auf Augenhöhe, wie ich es mit einem Bruder ja tun sollte, begegne, sondern auf jemanden herabblicke, dann kann ich kein wahrer Freund sein. Dann kann ich auch die Nächstenliebe an ihm nicht praktizieren. Und deshalb Brüderlichkeit einen absolut hohen Stellenwert bei uns. Genau, jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zur Symbolik. Was steckt wirklich hinter den 3 Ringen, da ja Logo ja symbolisiert? Die 3 Ringe symbolisieren zweierlei Dinge. Zum einen symbolisieren sie unsere 3 Schlagworte, nach denen wir lieben: Freundschaft, Liebe im Sinne von Nächstenliebe und Wahrheit. Und zum anderen symbolisieren sie, dass wir ein Bündnis, ein Bund sind, der die ganze Welt umschließt wie eine Kette. Jedes Mitglied von uns ist ein Kettenglied. Und das ist das, was die 3 Ringe symbolisieren. Schön. Du hast ja selbst gesagt vorhin, du hättest deinem Vater vorgeworfen, das sei eine Sekte, bevor du wusstest, was es ist. Wie würdest du denn heute jemandem begegnen, der sagt, ihr seid ja nur ein Geheimbund oder ihr seid ja nur so eine Männerriege, die, wie die Freimaurer zum Beispiel auch, gewisse Gruppen ausschließen? Ich fange das Pferd von hinten auf. Zum Letzten würde ich ganz klar sagen, also in meiner Loge sind Männer und Frauen zusammen organisiert. Es gibt natürlich auch reine Männerlogen, es gibt aber auch reine Frauenlogen. Das ist Geschmackssache, wo man eintreten möchte. Natürlich kann ich als Mann nicht in eine reine Frauenloge eintreten und umgekehrt als Frau nicht in eine reine Männerloge. Aber wenn ich eine Frau bin und sage, ich möchte lieber unter Frauen sein, dann trete ich in eine Frauenloge ein. Als Mann, wenn ich lieber unter Männern sein möchte alleine, dann trete ich in eine Männerloge ein. Wenn es mir egal ist oder ich bevorzuge das Miteinander, so wie es meine Loge tut, dann trete ich in eine gemischte Loge ein. So. Wir sind kein Geheimbund, weil wir haben keine Geheimnisse. Sonst könnte ich hier das Interview mit dir gar nicht führen. Sonst würde ich keine Werbung machen. Sonst würde ich keine Flyer drucken, die ich Menschen mitgeben kann. Keine Infobroschüren, keine Webseite haben und. Was es alles gibt. Wenn ich ein Geheimbund wäre, gäbe es das alles nicht. Aber dann geht es um das größte Geheimnis, was ihr habt. Wir sind aber ein Bund mit Geheimnissen. Das ist richtig. Aha. Wobei auch diese Geheimnisse sich heutzutage eigentlich nur auf zweierlei Dinge beziehen, nämlich auf Zeichen und Passwörter, die wir haben. Aus der Historie heraus war es ja so, Menschen, die früher in solchen Organisationen drin waren, organisiert waren, die nicht jedem einfach zugänglich sind, wo man nicht einfach reinkommen konnte und sagen konnte, ich mache jetzt hier mit. Das war ja immer ein Dorn im Auge vom Klerus oder von den Staatsoberhäuptern oder den Regierungen, wie auch immer. Wenn sie da keinen Einblick hatten, war das für die nicht gut. Und dann hat man immer versucht, solche Menschen zu verfolgen oder sie zu unterwandern. Und genau, um sich davor zu schützen, hat man früher, vor über 200 Jahren, eben eine bestimmte Zahl von Zeichen und Passworten sich zugelegt. Damit natürlich auch der Handwerker, der ein Odd-Fellow war und von Berlin nach Hamburg gewandert ist, dort sich bei einer Odd-Fellow-Loge, wo er vielleicht nicht persönlich bekannt war, das war ja vor 200 Jahren anders wie heute. Heute in Deutschland kennt man sich eigentlich fast überall persönlich. Aber damals war es halt so, du bist da hingekommen, keiner kannte dich. Wie willst du dich jetzt zu erkennen geben, dass du Tatsache dazugehörst? Also hattest du entsprechende Zeichen und Passworte. Das ist bis heute geblieben. Mhm.
Wir haben keinen Mitgliedsausweis. Wenn einer bei uns Mitglied wird, kriegt er kein Kärtchen. Es gibt Tatsache, gab es sowas mal. Interessanterweise, wenn man das mal googelt, White Earp ist ja den meisten ein Begriff. Ja, White Earp war auch Oddfellow gewesen und da gibt es Tatsache noch eine Art Mitgliedsausweis im Internet, der auch echt ist. Also es ist kein Fake. Okay. Kann man sich da angucken. Ja, es gibt also einige amerikanische Logen, die das anscheinend so gemacht haben. Für Deutschland kann ich sagen, war es schon immer so, dass wir nur diese Zeichen- und Passworte verwendet haben. Verstehe. Wow. Und das ist wirklich das Einzige, was bei uns geheim ist. Das heißt, keine schmutzige Wäsche, die du jetzt hervorholen könntest. Gar nichts. Schade. Und selbst wenn ich schmutzige Wäsche kennen würde, dürfte ich das aufgrund meines Eides gar nicht sagen. Das heißt, man leistet auch einen Eid, bevor man hier... Man leistet einen Eid, wenn man hier eintritt, genau. Ein Eid, der ihn aber nicht davon abhält, Gott, seiner Familie oder der demokratischen Grundordnung widerspricht und einen nicht davon abhält, sein Leben weiterzuleben. Leistet man ein Eid, das ist auch kein Geheimnis. Der Eid bezieht sich darauf, dass man natürlich unsere Werte pflegt, dass man natürlich seine Brüder und Schwestern vor Unheil bewahrt, wenn man es kann, dass man natürlich versucht, Brüder und Schwestern auch zu unterstützen, wenn sie eventuell Hilfe brauchen. Darauf bezieht sich ein Eid. Dass man natürlich Dinge, die jetzt hier oben bei uns in der Halle besprochen werden, dass die nicht unbedingt nach draußen geraten und gleich als nächstes irgendwo am Stammtisch in der Eckkneipe breitgetreten werden. Weil das ist ja auch ganz wichtig, dass man hier einen Rückzugsort hat, wo auch ein Logenmitglied mal vielleicht davon berichten kann, wenn es ihm nicht gut geht, wenn er persönliche Probleme gerade hat und vielleicht hier öffentlich die Brüder und Schwestern um Hilfe bitten möchte. Das heißt, eine Bereicherung und auch so ein Rückzugsort von dem Lärm da draußen. Absolut. Wir sagen immer, an diese Mauern schlägt umsonst der Weltenbrandung ihre Wogen. Schön Das gesagt. ist ein sehr schönes Gedicht, was ich jetzt nicht komplett rezitieren kann, weil es, glaube ich, 16 Strophen hat. Machen wir mal einen ganz kleinen Ausbrecher in Richtung Amerika. Hast du Lust? Schon lange her, dass ich mal da war. Wo warst du denn? Ach, ich war 94 in Florida. Schön. In Miami oder? 3 Tage Miami, dann waren es, glaube ich, 14 Tage in Naples. Dann gab es natürlich den pflichtgemäßen Familienausflug nach Orlando, Kissimmee mit Disney World und so weiter. Da gab es ja noch ein paar andere, da gab es so einen Orchideenpark, weiß ich noch. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie der heißt. Ja, das war Everglades, also so eine Florida-Rundreise mehr oder weniger. Auch das Kennedy Space Center? Da war ich tatsächlich nicht. Nee. Nee. Ist sehr, sehr schön, auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, aber da ich mit der ganzen Familie damals, mit meinen Brüdern und meinen Eltern damals da war und ich der Einzige war, den das interessiert hat, war es dann eine demokratische Geschichte. Verstehe. Das heißt, du hast schon irgendwo einen besonderen Bezug zu Amerika, wie ich das jetzt raushöre. Welche besonderen Beziehungen haben denn auch die Oddfellows zu Amerika und dementsprechend auch du zu Amerika? Oh, die Oddfellows haben einen ganz besonderen Bezug zu Amerika, weil wir dort gegründet worden sind, 1819 in Baltimore, von Thomas Wilday. War ein Wagenschmied, ausgewandert aus Großbritannien nach Amerika und hat dort dann die Oddfellows gegründet, die es schon länger gab in England, aber eher so als lose Verbünde. Und Thomas Wilday hat sie dann quasi strukturiert mit einem Dachverband, dem Independent Order of Oddfellows und der souveränen Großloge. Also es ist eigentlich unser Heimatland. Ja, ich würde gerne mal nach Baltimore fahren. Da gibt es auch ein großes Monument für Thomas Wilday und die Oddfellows. Das heißt, glaube ich, sogar Thomas Wilday Monument. Das würde ich mir total gerne mal live angucken. Ich kenne es halt nur von Fotos, aber aktuell sehe ich von USA-Reisen ab, aufgrund der politischen Lage. Das sind aber gewagte Aussagen hier. Hattest du denn auch die Chance, mal mit amerikanischen Polizisten dich auszutauschen über Recht, Ungerechtigkeit? Nein, ich persönlich tatsächlich nicht. Nein, noch gar nicht. Schade.
Gehen wir noch mal ganz kurz so einen Schritt zurück zu der organisierten Kriminalität in Deutschland. Wenn Amerikaner etwas von Deutschland hören, ist es ja meistens nur aus dem Fernsehen oder aus Filmen, wenn dann überhaupt. Gibt es etwas, was die amerikanischen Zuschauer wissen sollten über organisierte Kriminalität in Deutschland? Inwiefern sie sich zum Beispiel von amerikanischen Kriminalität unterscheidet? Oder ist das schon sogar vergleichbar, nur mit anderen Akteuren? Ich würde meinen, organisierte Kriminalität ist überall gleich. Also ob in Amerika oder in Deutschland oder in Italien oder in weiß der Geier wo, organisierte Kriminalität sagt es ja aus. Es ist eine Kriminalitätsform, die bandenhierarchisch strukturiert ist. So, da kann ich Ihnen Mafia nehmen, da kann ich Ihnen Draghetta nehmen, da kann ich auch die Yakuza nehmen. Das sind alles hierarchisch strukturierte Zusammenschlüsse von Menschen, die Straftaten begehen. Punkt. Der Bekämpfungsansatz ist bloß unterschiedlich. Hat zum größten Teil natürlich damit zu tun, dass das, wenn ich jetzt Amerika nehme, natürlich das amerikanische Rechtssystem ein bisschen anders ist als das deutsche Rechtssystem. Ja, in Amerika, ich kann es halt auch nur aus dem beurteilen, was ich so aus Filmen und Dokumentationen und so weiter kenne. Es gibt ja in Deutschland viele Dokumentationen, mysteriöse Todesfälle und so weiter, wo dann amerikanische Polizisten da irgendwie von ihren Fällen berichten. Wenn ich das so nehme, alleine das Thema Verhör oder Vernehmung, bei uns heißt es Vernehmung, da heißt es Verhör, da ist es ja schon seit Jahrzehnten so, dass das alles videografiert wird. Das ist ja bei uns in Deutschland die große Ausnahme. Ja, das macht man bei Kindern, wenn man Kinder vernimmt oder Jugendliche vernimmt oder bei traumatisierten Menschen oder so weiter. Also gibt es ganz, ganz enge Voraussetzungen, was nur gemacht wird. Das wird nicht bei jedem gemacht. Da ist in jedem Vernehmungsraum oder Verhörraum ist eine Kamera mit Ton installiert. Das gibt es bei uns nicht. Ja. Also so eine Räume gibt es nicht. Wenn man das machen will, muss man extra dafür Equipment anfordern, wie hier, so eine Kamera und ein Mikrofon. Und dann muss es aufgebaut werden. Das ist aber nur ein kleiner Musikstein. Wenn ich allein das Waffenrecht sehe, also wenn das so ist, wie ich das sehe in Filmen, auch wenn es so ansatzweise so ist, hat es natürlich einen Grund, warum es in Deutschland ganz, ganz wenig Schusswaffengebräuche von Polizeibeamten gibt und in Amerika vielleicht ein paar mehr. Nämlich weil bei uns da die Vorschriften viel, viel restriktiver sind. Eine Schussabgabe für einen Polizisten ist einfach relativ schwer zu beurteilen, weil es es gibt dann natürlich die Nothilfe oder die Notwehr, okay, da muss es aber eine Extremsituation sein, aber um einem flüchtenden Straftäter hinterher zu schießen, das ist schon schwieriger, da muss ich abwägen. Könnte jetzt in 1 Kilometer Entfernung eine Oma von meiner Kugel getroffen werden, wenn ich abdrücke? Ich glaube, da muss sich ein amerikanischer Polizist nicht unbedingt die Gedanken drum machen. Also die Rechtssysteme sind anders. In Amerika ist auch das Justizsystem und die Gerichtsverhandlungen sind auch völlig anders. Wir haben kein Geschworenengericht. Ja. Ja, da gibt es keine 12 Menschen, die ich von meiner Schuld oder Unschuld überzeugen muss. Bei uns haben wir einen Richter, einen Staatsanwalt und einen Rechtsanwalt. Punkt. Vielleicht hat man auch mal 2 oder 3 Richter. Kommt halt drauf an, was für ein Gericht es ist, welche Strafkammer es ist und so weiter. Da gibt es ja auch nicht sowas, dass da Rechtsanwälte irgendwelche flammenden Plädoyers halten, um die Menschen, die da auf dieser Geschworenenbank sitzen, zu überzeugen. Das muss man bei uns nicht machen. Bei uns ist der Rechtsanwalt dafür da, Sorge zu tragen, dass das Verfahren ordnungsgemäß und fair abläuft. Ja. Ja. Also da gibt es halt so viele Unterschiede, die man da bewerten muss. Und letztendlich ergibt sich daraus natürlich auch eine ganz andere Bearbeitung von Kriminalfällen oder eben auch von organisierter Kriminalität. Ja, ein amerikanischer Polizist kann einen großen Lauschangriff vielleicht viel einfacher durchbringen oder bekommen, als wir es hier in Deutschland können, weil wir da sehr, sehr, sehr enge gesetzliche Vorschriften haben, die es gilt einzuhalten und Dinge, die vorliegen müssen, damit ich das überhaupt machen darf und kann. Dann ist es natürlich bei uns relativ schwer, die Technik dazu zu bekommen, weil es gar nicht so viele Menschen gibt, die das machen können.
Kameras und Mikros irgendwo heimlich installieren. Das ist halt echt nicht so einfach. Da sind die Amerikaner, glaube ich, vielleicht einfach ein Stück freier, ein Stück weiter. Ja, das kann echt sein. Das sind aber wesentliche Unterschiede, ne? Auch wegen der Bearbeitungszeit und der Aufklärungszeit und solcher Geschichten. Absolut. Bei einem Vortrag, wo ich hier dabei sein durfte vor einigen Wochen, hattest du Walt Disney sehr in den Fokus gestellt. Das ist sehr untypisch, dass Walt Disney hier als Unternehmer, aber auch als Mensch irgendwo in den Mittelpunkt gerät, weil er in der Öffentlichkeit doch sehr in der Kritik steht für viele Dinge, die er getan und gesagt hat. Was bedeutet Walt Disney für dich persönlich und warum glaubst du, dass er ein Mensch sein sollte, auch an dem man sich menschlich orientieren kann? Da ich ihn leider nicht persönlich kennenlernen durfte, bedeutet er in erster Linie für mich wundervolle Kindheitserinnerungen und auch heute als Erwachsener noch viele, viele Stunden vor dem Bildschirm. Auch mit meinen Kindern gemeinsam. Ich habe das Thema Walt Disney aufgegriffen, weil wir jetzt im Jahr 2026 begehen wir eigentlich seinen 60. Todestag. Und unsere Werte, mit denen wir es zu tun haben, nämlich Freundschaft, Nächstenliebe und Wahrheitssuche im Sinne von Selbsterkenntnis, versucht habe, mit den Geschichten, die Walt Disney erzählt hat. Und da rede ich überhaupt gar nicht von dem Menschen Walt Disney, der stand auch gar nicht so im Fokus meines Vortrages. Aber seine Geschichten, seine Filme, die er erzählt hat, die er in unterschiedlichster Weise sich genau mit diesen Werten auch auseinandersetzen, wenn man sie mal mit dem Auge betrachtet. Nämlich nicht als Kinderfilme oder Kindergeschichten, sondern Tatsache als philosophische Werke. Dann kann man da ganz, ganz interessante Ebenen und Facetten an seinen Filmen entdecken. Mhm. Und das war ja Inhalt auch meines Vortrages. Und die Leute, die den Vortrag gehört haben und hierher gekommen sind und nicht wussten, was auf sie zukommt, die haben mit Sicherheit als erstes gedacht, so, oh, jetzt erzählt er hier was über Kinderfilme oder eine Biografie. Das war gar nicht meine Absicht. Ja? Und ich glaube, die meisten sind dann auch hier rausgegangen und haben gesagt, Mensch, so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Und das war das eigentliche Ziel des Vortrages. Sehr gut. Wenn du jetzt, der du ja nicht Walt Disney bist, jungen Menschen eine Botschaft mitgeben wollen würdest, vielleicht über Charakter, vielleicht über wie man in einer harten Welt menschlich bleiben kann oder aber auch, was das Wichtigste im Leben ist. Was ist zum Standpunkt heute die wichtigste Lektion, die du mitgeben möchtest? Um es in Walt Disney Sprech zu sagen, seid ein bisschen wie Simba, aber kein König. Seid ein bisschen wie die Eiskönigin, aber nicht unbedingt nur ein Mädchen. Seid wie Quasimodo, auch wenn ihr nicht so hässlich seid. Und seid vor allem Mensch, was allerdings eher ein Zitat von Margot Friedländer ist. Amen. Dann, Sascha, herzlichen Dank für dieses interessante und tiefgehende Interview. Gerade auch für die Oddfellows wird das ja wahrscheinlich nochmal ganz neue Einblicke für die Öffentlichkeit geben, was die Oddfellows sind und wie man hier mit euch in Kontakt kommen kann. Und falls ihr noch Fragen an Sascha habt, die ich in einem Nachfolgeinterview mit ihm klären soll, oder Ideen, Anmerkungen, oder falls ihr mal direkt mit ihm in Kontakt gehen möchtet, ihr könnt auf der offiziellen Website, die jetzt hier unten eingeblendet ist, einfach euch mal anschauen, was die Oddfellows sind. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, natürlich lasst ein Abo da, Daumen nach oben und die Glocke nicht vergessen. Sascha, vielen Dank fürs Gespräch. Danke dir. Bis dann. New episode here.